Aus Prinzip. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay. Wie soll das denn gehen? Ich kann hier raus angeblich. Oh ja, oh ja. Wie? Oh. Ach was. Was? At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? What? Whoa, 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 whoa. Kann ich hier... Ah. Are you sick of this gag? Yes or no? Mal no. Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected Continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Da wird man doch verrückt. Ja, wie? Hallo? So war das nicht vereinbart. Hallo? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Warum funktioniert das jetzt nicht? Are you sick of this gag? Da geht nix. Da geht nix. What? Ach, weißt du was? Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Jetzt versuchen wir es einfach nochmal so. Bevor ich da ewig warte. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet?
Yes. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. You could have done it just then. Now Könnte ich. would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, Das höre ich mal an. who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too Dieses will become quite unbearable. Wie lang geht das denn? Ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt noch was passiert. Aber wir hören noch ein bisschen zu. Okay, da kommt nicht mehr viel, ne? Das ist eigentlich alles immer das Gleiche. Ja, da passiert nichts mehr. Ach, wobei. Kaum habe ich es gesagt. Und jetzt? Also ich wusste das nicht, dass es jetzt endet. Ich dachte ich könnte zu diesen Klängen auch eine Abmo machen, aber gut, dann halt. Ja, nö, ohne Musik finde ich blöd. Da kann ich auch noch weiterspielen. Ja. Ach, was? Ist es das hier? Nein, das hier. Just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Aha. Zwei Dinge. Erstens. Dieser Anruf erreicht uns auf diesem Telefon. Unser Arbeitsplatz. Also der Arbeitsplatz von Stanley ist also wohl hier. Der Sprecher behauptet, wir wären allerdings Nummer 427 von hier. Von da kam der Anruf aber nicht.
Entweder das ist eine brutal ausgeklügelte Telefonanlage, die immer weiß, wo wir sind, oder dies ist der Arbeitsplatz von Stanley und der da hinten von irgendeinem von uns, vielleicht sind wir ja gar nicht Stanley, oder man hat uns da eingesperrt. Also könnte hier Stanley arbeiten, denn hier hat dann seine Frau angerufen, die gesagt hat, wir sollen dies und jenes mitbringen. Das heißt, wir hätten ein Real Life. Wir hätten ein echtes Leben außerhalb dieser Firma. Es sei denn, auch dieses Telefonat wurde uns vorgetäuscht und dies ist simuliert. Da kann man sich jetzt drüber streiten, was zutrifft. Strom sparen. Ist aber immer gut. Hier. Guck mal da. 432. Der hockt den ganzen Tag genau hier. Ja, ungefähr mit der Sicht. Okay, er hockt ein bisschen. Ja, gut, er hockt höher. Ne? Also er hockt den ganzen Tag hier und ist nur am Spitzen. Nur am Spitzen. Der spitzt hier für alle wahrscheinlich, oder? Ja, ein paar andere haben auch noch Spitzer, aber er spitzt für die ganze Firma. Dann müssen die anderen nicht. So. Dass das Telefon jetzt kam, ist echt geil. Denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja, diesmal tatsächlich. Das hat mir jetzt gefreut, dass ich das noch gemerkt habe. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Das ist eine ausgezeichnete Idee, die mache ich, also die setze ich natürlich sofort um. Oh, was? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Sagt wer? There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No Sagt reason wer? to still be here. Warum will er mich denn hier raus haben? Ich mach's It was mir. baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Tja. Ich Are kann you, are you really still in the broom closet? Ja. Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. Why I'm not? genuinely confused. Ja. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't Yep. even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Ja, aber das Interessante ist doch, dass sie da ist und dass du hier was sprichst. Und deshalb will ich mir das Maybe doch to anhören. you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, ow, 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 ow. Genau das würde ich sagen. Leute, das Geile ist, ich habe gerade gedacht, dieses Au, 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 das man da gerade hoffentlich noch gehört hat in der Aufnahme, gehört zum Spiel. Das Tolle ist, das Spiel ist abgeschmiert. Das ist ja 10-mal besser. Und vor allem, warum? Mir wird nicht mal ein Fehler angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was es war. Geile Scheiße. Ich habe gerade echt gedacht, das gehört zum Spiel und dann lädt es neu. Und dann bin ich auf meinem Desktop gekommen, bin jetzt hier auf meinem Desktop und habe dann gedacht, nein, das kann nicht zum Spiel gehören, dass ich meinen Desktop wieder benutzen kann. Naja, insofern würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben noch einiges auf der Liste vor uns. Vielen Dank nochmal an Herrn Astabrucke für das Erstellen dieser Liste. Ja? Und wir sind ja gerade nur bei den Enden. Es kommen ja noch Secrets. Und ja, das war ein sehr interessantes Ende. Dieses Ende hatte so noch keiner, denn noch nie ist einer in einem Ende von Stanley Parable auf meinen Desktop geflogen. Das ist
Kannst du mal sehen. In dem Sinne, schönen Tag euch noch. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.